Migration, was bleibt vom Sicherheitspaket? Hallo und herzlich willkommen. Messerangriffe auf Passanten, Brandanschläge in der Nacht oder Gewalt gegen Beamte. Die Zahlen in der polizeilichen Statistik kennen nur noch eine Richtung nach oben. 7 Wochen nach dem Solinger Terrorangriff hat sich die Ampel nun auf ein gemeinsames Sicherheitspaket geeinigt. Doch das Reformpaket fällt deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Der Richterbund spricht von einem Sicherheitspäckchen. Tenor: mit dem verabredeten Messerverbot werde nicht viel gewonnen. Die CDU will im Bundestag nun gegen das Paket stimmen. Der islamistische Anschlag von Solingen hatte die Ampel wachgerüttelt. Die Koalition wollte ein Sicherheitspaket auf den Weg bringen. Eigentlich sollte das schnell passieren. Eigentlich sollte es der große Wurf werden und eigentlich hätte es schon längst verabschiedet sein sollen. 2 Monate hat es gedauert. Diese Woche soll das Paket durch Bundestag und Bundesrat gebracht werden. Die Innenministerin zeigt sich zufrieden. Das ist ja ein Dreiklang. Einmal eine Verschärfung im Waffenrecht, was ich für zwingend notwendig halte, nach so einem furchtbaren Attentat mit einem gefährlichen Messer. Das Zweite ist der ganze Bereich mehr Befugnisse für die Polizei. Natürlich auch weitere Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration. Und das ist ein großes, weites Paket. Doch nun wird klar, es gibt einige Einschränkungen und Ausnahmen. Etwa bei der Abschiebung von Dublin-Flüchtlingen zurück in andere europäische Staaten, nämlich nur noch, wenn es rechtlich und tatsächlich möglich ist. Auch polizeiliche Ermittlungen mit biometrischen Daten werden deutlich eingeschränkt. Geblieben sind im Paket unter anderem die Messerverbote und Regelungen für den Heimaturlaub von Asylbewerbern. Ungenügend, kritisiert die Union. Viel schwerer wiegt das Thema biometrischer Datenabgleich. Hier soll es jetzt nur noch um besonders schwere Straftaten gehen wie Mord und anderes. Das ist natürlich viel zu wenig. Und beim Waffenrecht geht es sehr viel um Klarstellung und um zusätzliche Bürokratie. Und hier hat es ja Friedrich Merz auf den Punkt gebracht. Das ist eigentlich Kern des Kerns. Hier ist nicht die Klingenlänge das Problem, sondern diejenigen, die dieses Messer tragen. Kritik kommt nicht nur von der Opposition, auch der Deutsche Richterbund hat erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit. Am Ende sei nicht mehr als ein Minipäckchen entstanden. Und mit den nun verabredeten Messerverboten und neuen Befugnissen der Polizei wird für die innere Sicherheit nicht viel gewonnen, so Bundesgeschäftsführer Reden. Über das Paket hinaus soll es nun aber weitere Abschiebungen unter anderem nach Afghanistan geben. Innenministerin Faeser kündigte an, man stelle aktuell eine neue Liste mit Straftätern und Gefährdern zusammen. Meine Kollegin Luisa Stangl steht vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin. Luisa, was kann man jetzt über dieses abgespeckte Sicherheitspaket sagen? Der Richterbund ist ja offenbar schon nicht sehr begeistert. Kann dieses Reformpaket überhaupt irgendetwas bewirken? Ja, das Sicherheitspaket, das wurde deutlich abgeschwächt. Die Ampelkoalition, die ist hier zurückgerudert. Der ursprüngliche Plan, hier die Sozialleistungen für Dublin-Flüchtlinge zu streichen, der wurde eben abgemildert. Und da ist ja unter anderem auch die Kritik von der Union. Denn es ist jetzt nicht mehr so, dass allen Dublin-Flüchtlingen hier die Leistungen gekürzt werden sollen, sondern nur noch denjenigen, wo es rechtlich und tatsächlich möglich ist, in das zuständige EU-Land zurückzukehren. Denn Dublin-Flüchtlinge sind ja Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind und dementsprechend ist ein anderes EU-Land und eben nicht Deutschland für sie zuständig. Aber der große Knackpunkt ist eben, wenn jetzt das zuständige EU-Land sagt, nein, wir nehmen diesen Dublin-Flüchtling nicht zurück, was wir ja vor allem in der Vergangenheit gesehen haben, ja, dann sind am Ende Deutschland auch die Hände gebunden. Denn solche Länder sind zum Beispiel Griechenland oder Italien, um mal eine Zahl zu nennen. 2023 hat Deutschland über 15.000 Übernahmeersuche an Italien gestellt. Zurückgeschickt wurden am Ende aber nur 11 Personen. Und dementsprechend ist die Union hier sauer, sagt, dieses Sicherheitspaket war von Anfang an schon sehr milde und jetzt wurden die Punkte auch noch weiter abgemildert. Dementsprechend möchte der CDU-Chef Friedrich Merz hier auch seiner Fraktion vorschlagen, diesem Sicherheitspaket im Bundestag eben nicht zuzustimmen. Denn die Union sagt, es braucht hier viel mehr. Sie pocht hier unter anderem auch auf eine Speicherung der IP-Adressen, was ja vor allem von der FDP vehement abgelehnt wird. Aber die Union sagt, es braucht es eben, um irgendwie Straftaten vor allem frühzeitig zu erkennen, dass die Behörden hier Möglichkeiten haben, hier Kommunikationen auch nachzuverfolgen und anzuhören. Und vor allem macht die Union klar, was ganz klar in diesem Paket fehlt, ist die Zurückweisung an den Grenzen.
Luisa, vielleicht noch mal ganz kurz. Wer steht denn da auf der Bremse? Woran liegt denn das, dass dieses Paket jetzt nur noch ein Päckchen ist? Ja, es gab ja vor allem intern bei der SPD hier auch einen Brief, wo es hieß, man muss hier bei der Migrationspolitik ein bisschen aufpassen. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum hier diese Leistungskürzungen noch mal etwas zurückgenommen worden sind, warum man da hier auch noch mal zurückrudert. Und vor allem auch beim biometrischen Datenabgleich, da ist es vor allem auch die FDP, die hier nicht möchte, dass Unbeteiligte mit hineingezogen werden. Luisa, vielen Dank für die Einordnung vom Willy Brandt-Haus. Dankeschön.